Willkommen bei Planeo, mein Name ist David Fuchs und ich möchte Ihnen hier auf dieser Baustelle einmal das Thema nahebringen: verlegereifer Boden im Neubau mit einem Estrich. Wann ist ein neuer Estrich verlegereif? In diesem Video soll es darum gehen. Das ganz große Thema ist ja gerade im Neubau, dass man sehr straffe Zeitabschnitte hat. Und gerade wenn es zum Schluss kommt, die Leute oft ihre Termine haben, Küche kommt rein, der Umzug ist geplant, die alte Wohnung ist gekündigt und ich muss raus und ich muss neu rein. So, und jetzt kommt eben so in den letzten Zügen nach dem Putz kommt der Estrich rein und danach kommen ja dann halt die Bodenbelege rein. Und da entstehen ganz häufig Fehler. Aus dem Grunde wollten wir jetzt hier Ihnen live zeigen, was muss ich beachten, woher weiß ich, dass mein Estrich verlegereif ist. In diesem Falle haben wir hier ein Calciumsulfat-Estrich, kommt hier rein, ein Fließestrich wird hier eingearbeitet. Man sieht ja auch sehr schön mit einer Fußbodenheizung. Man hat ja auch schon die Punkte angebracht, dass man genaues ausmessen kann, auf welche Höhe man das bringen soll. Und wir wollen Ihnen zeigen, auf welche Art und Weise die Profis die Restfeuchte messen, auf welche Art und Weise man das machen kann, und das wollen wir Ihnen hier in diesem Projekt zeigen. Wir wollen das in den nächsten Wochen vom Einbringen bis zum Schleifen, bis zum Prüfen von Feuchtigkeit, welche Methode setzt man da am besten an, bis es verlegereif ist, das Aufheizprotokoll durch ist und so weiter. Begleiten Sie das Video. Ich denke, das gibt genug Informationen, dass Sie nachher auch keinen Fehler machen, wenn Sie Ihren neuen Boden, ob Parkett oder Fliesen oder Vinyl oder Kork drauflegen. Es gilt dann nämlich die gleichen Normen, was Restfeuchte betrifft. Beim Zementestrich ein paar andere Werte wie beim Fließestrich, und wir wollen Ihnen das hier in diesem Video präsentieren. Wir sehen uns. Der Estrich ist jetzt eingebracht worden, das haben Sie ja auch soweit gesehen. Jetzt sind die Wochen vergangen und jetzt ist man so in dieser Aufbruchsstimmung, ganz schnell die Bodenbelege auf den Estrich, auf den neuen Estrich draufzulegen. Und wir wollen Ihnen hier noch ein paar Informationen mitgeben, worauf Sie unbedingt zu achten haben, bevor Sie mit der Verlegung beginnen. Egal, ob Sie Fliesen kleben, Parkett kleben oder lose verlegen, Vinylboden oder vielleicht Kork oder Parkett lose verlegen. Trotzdem gibt es dort eine gewisse Norm einzuhalten, was Restfeuchte betrifft, was die Oberfläche des Estrichs betrifft. All solche Punkte muss man wissen und beachten. Und wenn man es nicht selber macht, die Handwerker machen, sollten Sie als Bauherr unbedingt wissen und die Punkte auch beachten und von den Handwerkern fordern, ob diese einzelnen Punkte auch eingehalten worden sind. Erster Punkt ist zum Beispiel Aufheizphase vom Estrich. Wir sind jetzt hier im Heizungsraum und da fragt man sich natürlich, was hat ein Bodenbelag denn jetzt unbedingt mit der Heizung zu tun? Aber gerade im Neubau ist Folgendes zu beachten. Der Estrich, ob jetzt der Fließestrich, Calciumsulfatestrich oder der Zementestrich, sollte unbedingt vor Belegung, also das heißt, bevor wir Bodenbelege drauflegen, ob kleben oder lose, unbedingt das Aufheizprotokoll hinter sich haben. Und jedes Heizsystem und jede Heizfirma hat ein gewisses Programm, was ablaufen muss bei Fußbodenheizung. Bedeutet, lassen Sie sich als Bauherr vom Heizungsbauer ein Protokoll geben, ob das System durchgefahren worden ist, das Aufheizprotokoll. Auf keinen Fall darf
Bodenbelag auf den Estrich draufgelegt werden und dann erst später, weil die Zeit drängt oder was auch immer, was die Handwerker Ihnen vielleicht erzählen wollen, erst später, währenddessen die Bodenbelege schon drauf sind, das Aufheizprotokoll hochfahren. Auf keinen Fall, weil der Estrich dehnt sich auf das Maximale aus, er heizt richtig hoch, das ist ein Prozess von vielen Tagen und kühlt dann wieder ab. Das heißt, er dehnt sich bis zum Extremsten und kommt dann wieder zusammen. Gerade dort, wo geklebt wird, höchst gefährlich, Fliesenkleben oder Parkettkleben, auf keinen Fall erlaubt, nicht tun. Und bei loser Verlegung ist es deswegen gefährlich, weil unten die Feuchtigkeit, die im Estrich sich sammelt, ganz unten im Estrich, wird hochgedrückt und wenn dann Belege oben drauf sind, können die Feuchtigkeiten nicht entweichen und es kann richtig zu Schimmelbildung kommen oder zu richtigen Schadensfällen. Also lassen Sie sich als Bauherr unbedingt das Aufheizprotokoll zeigen vor der Belegung, das heißt bevor die Handwerker Bodenbelege drauflegen und unterschreiben Sie das. Das ist ganz wichtig für die Garantie. Zum Thema Oberfläche des neuen Estrichs. Auch hier ganz wichtig zu beachten, häufig ist es so, dass die Estrichleger dann den Estrich schleifen, je nachdem wie man das mit dem Estrichbauer besprochen hat. Es gibt mittlerweile neue Fließestriche, die muss man jetzt nicht zwangsläufig schleifen. Sollten Sie aber kleben wollen, sollten Sie die Oberfläche unbedingt anschleifen, weil sich beim Aushärten des Estrichs oben eine Schicht bildet und die muss weg. Die trennt nachher den Boden vom Estrich und die muss abgeschliffen werden. Das wäre ganz, ganz wichtig. Häufig wird das halt noch vor den Malerarbeiten gemacht beim ersten Aushärten, sodass du mit so einer Schleifmaschine die gesamte Estrichoberfläche angeschliffen wird. Also das ist kein grobes Papier. Bitte dort auch unbedingt mit dem Estrichleger sprechen. Sollte man machen, damit die Oberfläche offenporig ist und der Estrich auch atmen kann, sodass die Feuchtigkeit, gerade wenn Fußbodenheizung ist, entweichen kann, ausdunsten kann. Es ist für die Trocknungsprozesse ganz, ganz wichtig und später, wenn Sie verkleben, ist es enorm wichtig, damit diese Schicht weg ist und die Haftung nach unten wirklich stattfindet. Es ist enorm wichtig. Bei der losen Verlegung ist es deswegen wichtig, damit der Estrich genug Zeit hat, die Feuchtigkeit nach oben abzugeben. Also schleifen bitte unbedingt, Estrich sollte geschliffen werden, darauf achten, auch mit Ihren Handwerkern darüber sprechen, wer das macht, aber es muss gemacht werden. Hier sollte man auch Folgendes beachten, wenn der Estrich auch aushärtet, ist folgendes Phänomen zu beobachten. In den Randbereichen, zu den Wänden und überall zu gewissen Gegenständen, die herausgucken, kommt es zu der Situation, dass der Estrich abtrocknet und zu den Seitenwänden so leicht ansteht. Das wird nachher extrem schwierig, wenn Sie Fliesen kleben wollen, dann haben Sie dort so eine kleine Rampe, die muss abgeschabt werden. Und da kommen Sie ganz häufig mit der Schleifmaschine nicht dran und da gibt es solche Handwerkssachen, die müssen Sie einfach nehmen und an den Ecken und Kanten wirklich die Oberfläche abschaben. Das soll unbedingt gemacht werden, damit wir die Ebenheit komplett bis in die Wände hinein hinbekommen. Sonst hat man gerade zu den Ecken immer so eine Rampe. Bei der lose Verlegung schwimmt, wippt das an der Stelle und beim Kleben kommt da nicht eine richtige Haftung, es entstehen Hohlstellen. Bitte unbedingt mit solchen Geräten auch abschaben. Entweder Sie oder Ihre Handwerker, es muss unbedingt gemacht werden. Sollten Sie vorher schon geschliffen haben und dann kommen die Maler rein, dann entsteht einfach folgende Situation, dass ganz oft dann die Farbkleckse auf dem ganzen Boden auf dem Estrich verteilt sind und jetzt sind die Maler alle raus und es ist alles aufgeräumt und man stellt fest, der Estrich ist jetzt so verdreckt und die Handwerker sagen, ach, das ist nicht so schlimm. Es ist schlimm, denn entweder sieht man ganz oft, die Kleckse bauen richtig hoch auf, bei der schwimmenden Verlegung müssen die dann weg, oder wenn sie kleben, trennen Sie den Kleber vom Estrich und dann müssen die auch abgeschabt werden, bevor Sie die Grundierung drauf machen. Und das kann man dann am allerbesten mit solchen Geräten auch machen. Das nimmt die Farbkleckse weg, es bildet oben wieder eine raue Haut und jetzt könnte man oben ganz normal sauber machen, abfegen, absaugen und die Grundierung draufziehen. Aber hier nochmal den ganz wichtigen Punkt, die Maler müssen unbedingt den Estrich abdecken, bevor sie mit den Malerarbeiten reingehen. Das ist wichtig, damit eben das eigentlich nicht passieren soll. Wir zeigen Ihnen das extra, weil es ganz, ganz viele Kunden betrifft und dann wird oben einfach wild draufgelegt und dann können Schäden entstehen oder es entstehen so kleine Buckel und es kommt zu einer Bewegung nachher,
beim Boden. Das soll nicht sein. Machen Sie das, achten Sie darauf. Und ich zeige Ihnen jetzt den nächsten Punkt, Restfeuchte messen. Wie geht man da vor? Wir wollen jetzt zu dem nächsten Step kommen. Das ist jetzt quasi die letzte Prüfung, bevor wir mit der Verlegung beginnen können. Und hier geht es um die Restfeuchte der Estriche. Gerade wenn Sie Fließestriche haben oder Zementestriche, Anhydritestriche, dann sollten Sie die Restfeuchte kennen. Woher kennt man sie? Und da gibt es in Deutschland eigentlich nur ein Verfahren. Das ist keine elektronische Messung von oben, sondern es ist die CM-Messung. Die müssen Sie verwenden. Das ist die einzige, die auch vor Gericht standhält. Das Ergebnis brauchen wir. Hier wird unser Fernand Britzgau uns helfen, den Sie aus dem Magazinbereich, aus unserem Shop kennen. Der macht dieses Prozedere und zeigt Ihnen einmal dieses CM-Verfahren an dem frischen Estrich hier, ungefähr 6, 7 Wochen alt. Und bitte lassen Sie sich auch das von Ihrem Handwerker geben, bevor Sie es erlauben, dass ein Bodenbelag, ob Fliesenverlegung, Parkettverlegung oder Vinylverlegung, wirklich starten kann. Wir zeigen Ihnen das, der Herr Britzgau zeigt Ihnen das, wie man das machen muss. Ich schaue dabei zu, werde ein paar Kommentare abgeben, beobachten Sie das Ganze und sehen Sie zu, dass das bei Ihnen auch wirklich gemacht ist. Die einzige Methode, um wirklich die Feuchtigkeit messen zu können. Hier ist unsere Prüfstelle gewesen, wo wir, als der Estrich neu reingekommen ist, uns ein Fähnchen haben rausgucken lassen. Darunter ist jetzt keine Fußbodenheizung, keine Rohre, sodass wir jetzt das aufstemmen können bis zur unteren Schicht. Und wir holen uns die Proben aus dem unteren Estrichbereich, weil dort das Wasser, die Feuchtigkeit noch sitzt und dort gilt, die Restfeuchte zu kennen. Das machen wir jetzt. Wir sind jetzt ganz unten auf die Dämmung angekommen. Der Estrich ist jetzt aufgestemmt worden bis zur unteren Schicht. Hier ist unser Prüffähnchen, das ziehe ich einmal raus. Und von der ganz unteren Schicht holen wir uns jetzt die Proben raus, ganz wichtig. Hier ist jetzt unser Schälchen, womit wir dann das Estrichmaterial zerkleinert haben, und aus dieser Masse, aus dieser Menge packen wir jetzt hier exakt 100 Gramm rein. Deswegen ist das hier unsere Waage, die wir exakt 100 Gramm jetzt befüllen werden. Diese 100 Gramm, die packen wir jetzt hier schön in den Behälter rein. Und es ist auch ganz wichtig, dass jetzt alles da reinkommt, also nichts rausfällt, dass wirklich die 100 Gramm da hineinkommen. Jetzt kommen die Metallkugeln rein, um nachher das Ganze halt eben auch als Gegengewicht da drin zu haben, um auch beim Schütteln halt eben dementsprechend die Reaktion hervorzurufen, gerade mit den Ampullen und mit dem Gasgemisch, so dass wir halt über das Prozedere dann auch an die richtigen Werte kommen. Deswegen sind die Kugeln da auch ganz, ganz wichtig. Wir packen jetzt auch die Ampullen rein. Sehr, sehr wichtig, auch vorsichtig bitte. Und so, dass wir das Ganze jetzt verschließen und dann halt ja, in den nächsten Minuten halt durch Schütteln, durch Bewegung, durch einen absoluten Reihenfolge einhalten auf die Messergebnisse kommen. Das dauert ein paar Minuten und das werden wir Ihnen jetzt auch zeigen. Die Uhr, ne? Ja. Wichtig ist dabei, die Uhr wirklich zu beachten. Also wenn Sie das machen, sollten Sie sich auf jeden Fall schulen lassen. Ansonsten die Handwerker, ganz, ganz wichtig, da muss exakt die Zeiten eingehalten werden. Jetzt wird noch mal ganz zum Schluss noch einmal ganz kurz angeschüttelt und den Wert, den muss man jetzt ablesen. Jetzt zeigt man das jetzt. Jetzt kriegen wir von der CM-Messung den Wert ab und diesen Wert, den holt man sich jetzt in eine Tabelle oder aus einer Tabelle heraus und das zeigt uns jetzt die Restfeuchte dieses Estriches. Und das ist ganz, ganz wichtig. Gerade beim Fließestrich darf die Restfeuchte 0,3 nicht überschreiten. Das heißt, alles, was kleiner als 0,3% Restfeuchte bedeutet beim Fließ-Anhydritestrich, ist dann verlegereif. Beim Zementestrich ist es bei einer Fußbodenheizung 1,8%.
kriegen wir aus der Tabelle mit diesem Wert heraus und erst dann ist es verlegereif. Erst dann darf Ihr Bodenleger eine Fliese kleben, ein Parkett kleben oder auch eine schwimmende Verlegung erst machen. Das ist ganz wichtig, das machen die meisten Handwerker nicht, weil es hier ein Prozedere ist und eventuell auch bedeutet, noch ein paar Tage oder eine Woche zu warten. Gerade am Ende richtig Stress, hat der meiste Bauherr keine Zeit mehr. Die meisten Handwerker wollen nicht warten, machen diese Messung nicht, einfach auch, weil es ein kleiner Aufwand bedeutet. Aber wie gesagt, das ist die einzige Prüfmöglichkeit, um nachher auch, sollten Schadensfälle entstehen, vor Gericht beweisen zu können, ich habe die Messung gemacht, die Restfeuchte im Estrich war korrekt. Wartet man nicht, besteht die Gefahr, dass sich das Wasser oben noch sammelt, Schimmelbildung unter den, ich sag mal, schwimmenden Böden entsteht oder an den Rändern hochkommt zur Wand und dann die Feuchtigkeit den Putz hochzieht oder hinter der Fußleiste zu Schimmelbildung kommt. Gerade im Neubau ist Schimmelbildung, Schadensfälle durch Restfeuchtigkeit ein Riesenthema. Bitte vergewissern Sie sich, wenn Sie Handwerker beauftragen, dass Sie die CM-Messung machen. Ganz, ganz wichtig. Deswegen haben wir Ihnen in diesem Video das so aufwendig gezeigt. Bitte lassen Sie sich dann ein Protokoll geben, das Messergebnis geben, dass der Boden die Restfeuchte erreicht hat und verlegereif ist. Wir von Planeo möchten, dass Sie lange Jahre richtig Freude haben mit dem Produkt von Planeo, mit dem Bodenbelag von Planeo und wollen Ihnen hier in diesem Video eben zeigen, dass Sie halt schon im Vorfeld, gerade beim Neubau Estrich, auf diese Punkte achten sollten, sodass Sie auch eine umfangreiche Garantie haben und lange Freude mit unseren Produkten haben. Jetzt können wir richtig schön starten, die Oberflächen sind geprüft, die Rauheit ist gegeben, der Anschliff ist da, die Restfeuchte ist ordentlich, sodass man auch starten kann und das wollen wir jetzt in den nächsten Videos auch machen und wir hoffen, Sie folgen uns, Sie abonnieren uns, Daumen hoch, wenn Ihnen die Informationen geholfen haben, rufen Sie an, wenn Sie noch weitere Fragen zu Bodenbelege haben, ob zum Beispiel Thema Parkett und Estrich oder Fliesen oder Vinylboden, wir sind für Sie da im Chat bis 22 Uhr, natürlich auch per Telefon oder per E-Mail. Gerne schicken wir Ihnen noch ganz viele Handmuster, sodass Sie die passende Entscheidung für sich treffen können. Wir hören voneinander, wir sehen uns, alles Gute, bis dann.